Ich bin die Mutter, die spricht. Mein Sohn lebt mit einer Suchterkrankung. Heute schaue ich zurück auf die Platzspitzzeit und die Drogenpolitik in der Schweiz. Das sind die 1990er Jahre. So wird deutlich, welche Angebote damals entstanden sind und welche meinem Sohn tatsächlich geholfen haben. Die damalige Situation ist gut dokumentiert. Ich zitiere aus dem Kurzbeschreib 1990er Jahre aus dem Sonderheft SD Stadt Zürich. Im Sommer 1994 überschlagen sich die Ereignisse. Auf dem Letten schießen Dealer am helllichten Tag aufeinander. Stadträte erhalten Mord, die Polizei Bombendrohungen. Die Zeit ist schlagartig reif für unbürokratische Sofortmaßnahmen. Die neue Vorsteherin des Departements des Inneren, Ruth Dreyfus, setzt sich auf nationaler Ebene für eine neue Drogenpolitik ein. In deren Zentrum steht nicht die Repression, sondern Prävention, Therapie und Schadensminderung. Sie unterstützt die nötigen Gesetzesänderungen und verkündet innerhalb eines halben Jahres die Ausweitung der kontrollierten Heroinabgabe. Weil Erhebungen am Platzspitz gezeigt hatten, dass ein großer Teil der Suchtkranken Auswärtige sind, sollen diese künftig in und von ihren Wohngemeinden unterstützt werden. Auf Druck der Bundesregierung schaffen die Gemeinden entsprechende Einrichtungen. Kanton und Stadt erstellen 3 neue Gefängnisse, um Dealer wirkungsvoll von der Straße zu bekommen. Diese neue Ausrichtung nennt man die 4-Säulen-Politik der Schweiz. Eingeführt in den 1990er Jahren als Reaktion auf die Platzspitz- und Lettenzeit. Die 4 Säulen sind Prävention, Therapie, Schadensminderung sowie Repression und Regulierung. Die 4-Säulen-Politik ist akzeptiert und breit abgestützt. Sie diente als Vorbild für viele Länder. Ich gehe kurz näher auf eine der Säulen ein, auf die Schadensminderung. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die darauf abzielen, negative Folgen des Drogenkonsums für konsumierende Menschen und die Gesellschaft zu reduzieren. Dazu gehören Drogenkonsumräume, Kontakt- und Anlaufstellen, niederschwellige Beratungsangebote vor Ort, Angebote zur gesundheitlichen Versorgung von Suchtkranken, aber auch Drug-Checkings und die aufsuchende Sozialarbeit. Für Menschen mit Suchterkrankung gibt es ein differenziertes Wohnangebot sowie Rückzugsorte und Treffpunkte. Das ARUD Zürich beschreibt einen Aspekt der Schadensminderung passend. Oftmals stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, um eine Substanz zu konsumieren. Je nach Einnahmeform kann so das gesundheitliche Risiko reduziert werden. Beispiele hierfür: Nikotin zu dampfen schädigt die Lunge weniger als Tabak zu rauchen. Heroin in Form einer Tablette zu schlucken oder nasal zu konsumieren bietet weniger Risiko bezüglich Überdosierungen und Infektionskrankheiten als Heroin zu injizieren. Cannabis als Cookie zu konsumieren ist weniger schädlich als Cannabis als Joint zu rauchen. Konsumierende sollten über die verschiedenen Einnahmeformen aufgeklärt werden und Zugang dazu erhalten, sodass sie die risikoärmste Form des Konsums wählen können. Die Substitution sehe ich als ein wichtiges Element der Schadensminderung. Heroin als Beispiel wird durch eine andere Substanz ersetzt. Medikamente mit opioider Wirkung werden eingesetzt. Vielen Betroffenen ist es so erstmals wieder möglich, sich um ihre sozialen Belange zu kümmern.
andere Therapien wahrzunehmen oder typische Begleiterkrankungen wie eine Hepatitis C-Virusinfektion behandeln zu lassen. Zudem werden durch die ärztlich begleitete Substitution die größten Gefahren des Heroinkonsums, Überdosierungen und die Infektion mit HIV oder Hepatitiden durch unsterile Nadeln verhindert. Der Benefit ist also groß. Auch deshalb werden von der WHO Ersatzdrogen wie Methadon als unverzichtbare Arzneimittel geführt. Ein weiterer Effekt der Schadensminderung wird oft weniger betont. Wenn der Stoff nicht mehr täglich auf dem illegalen Markt beschafft werden muss, entfällt auch der enorme Beschaffungsdruck. Und damit reduziert sich das Risiko von Beschaffungskriminalität deutlich. Das entlastet nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch ihr Umfeld und die Gesellschaft. Ich bin so froh, ist mein Sohn nicht zu Platzspitzzeiten in diese Szene geraten. Ich bin dankbar, gibt es diese Angebote, und meinem Sohn gegenüber dankbar, dass er sie nutzt. In Zürich zeigt sich aktuell besonders bei Kokain eine große Herausforderung für die Schadensminderung. Anders als bei Opiaten gibt es keine Substitution. Entsprechend müssen andere Angebote stärker im Fokus stehen, um Risiken zu reduzieren. Das zeigt, dass Drogenpolitik nie fertig ist, sondern sich immer wieder an neue Substanzen, Konsumformen und gesellschaftliche Entwicklungen anpassen muss. Schadensminderung hilft also, die unmittelbaren Folgen einer Sucht abzufedern. Und sie steht nicht im luftleeren Raum, sondern in einem rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmen. Was viele nicht wissen: Seit 2019 gilt eine Abhängigkeitserkrankung in der Schweiz als Krankheit, die einen Anspruch auf Invalidenleistungen begründen kann, nämlich dann, wenn die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt ist. Sie ist den psychischen Erkrankungen gleichgestellt. Das ist mehr als ein Begriff. Es ist eine Verschiebung im Denken. Und sie hat ganz konkrete Konsequenzen. Er hat Anspruch auf Leistungen, weil er krank ist. Diese Anerkennung ist entstigmatisierend. Für mich als Mutter macht das einen Unterschied. Nicht nur organisatorisch oder finanziell, sondern in der Haltung, im Blick auf ihn und in der Frage, wie viel Würde ein System einem Menschen zugesteht, der mit einer Suchterkrankung lebt. Trotzdem bleibt etwas widersprüchlich. Denn obwohl Sucht offiziell als Krankheit gilt, ist der Umgang damit noch immer stark von Moral geprägt. Von Schuldfragen, von dem Wunsch zu verstehen, warum jemand abhängig wird. Alle Angehörigen sehen sich wohl mit dieser Frage konfrontiert. Dieses Warum lässt sich nicht eindeutig beantworten, und für mich persönlich ist es nicht entscheidend. Es gibt viele Ansätze dazu. Ich gehe nicht in die Tiefe, nenne einige Risiko- und Schutzfaktoren, weil mir das eher entspricht als das Warum. Mit dem wichtigen Hinweis, dass auch Menschen mit vielen Schutzfaktoren in Drogenprobleme kommen können. Risikofaktoren: ADHS, Trauma, bestehender Konsum in der Familie. Schutzfaktoren: positive Beziehungen zu Familie, Freunden, eine drogenkritische Peergruppe, Fähigkeit zum Belohnungsaufschub, Fähigkeit, Hilfe zu holen, Aufklärung über Drogen. Häufig ist es Neugier, die zum ersten Konsum führt. Und diejenigen, die dranbleiben, wollen das erfreuliche Erlebnis der Droge wieder und wieder haben. Mein Sohn sagt, Drogen seien heimtückisch. Am Anfang sei da nur Neugier. Man probiert es aus. Einmal. Dann will man es wieder. Und wieder.
Irgendwann geht es nicht mehr um Lust oder Spaß. Was harmlos beginnt, verschiebt sich leise und Schritt für Schritt. Für mich hat die Frage nach dem Warum aber nur begrenzte Kraft, falls es überhaupt ergründbar ist. Es hilft mir im Alltag nicht. Tatsache ist, dass er jetzt abhängig ist. Abschließend zu diesem Thema ein mir passend erscheinendes Zitat von Psychiater David Briner. Sucht ist immer ein Versuch, einen unangenehmen oder sogar unerträglichen inneren Zustand zu verändern. Sie ist somit eine Art von Selbstbehandlung. Viele Suchtkranke hatten schon als Kind oder Jugendliche schwierige Lebensumstände, emotionalen Stress oder sogar eine Traumatisierung. Deshalb gibt es die Analogie zum Schmerzmittel. Auch Verhaltenssucht kann als eine ungünstige Bewältigungsstrategie verstanden werden, als Ablenkung von einem Problem, vielleicht auch von einer Leere oder Einsamkeit. Etwas verkürzt kann man sagen, wenn jemand bei der Bewältigung seiner Probleme, seinem psychischen Leiden keine andere Lösung findet, wird er oder sie abhängig, weil das Linderung bringt. Wenn ich auf all das zurückschaue, auf die Geschichte der Drogenpolitik, auf die 4 Säulen, auf Schadensminderung, auf die Anerkennung von Sucht als Krankheit, dann wird mir eines besonders klar. Sucht ist eingebettet in gesellschaftliche Haltungen, politische Entscheidungen, rechtliche Rahmenbedingungen und in die Frage, wie viel Würde wir Menschen zugestehen, die anders funktionieren. Ich bin dankbar, dass mein Sohn heute in einem System lebt, das nicht nur straft, sondern auch schützt. Dass es Angebote gibt, die Leben erhalten. Dass Sucht als Krankheit benannt wird und nicht als moralisches Versagen. Gleichzeitig endet mein Blick hier nicht beim System. Denn all diese Strukturen entscheiden mit darüber, wie unser Alltag aussieht, wie Beziehung möglich ist und wie ich meinem Sohn als Mutter begegnen kann. Genau dort setze ich in der nächsten Folge an. Die nächsten Folgen erscheinen übrigens im 3-Wochen-Rhythmus. Folge 7 geht somit am 16. April live. Ich bin 3 Monate auf Reisen, ab Juli dann wieder im 2-Wochen-Rhythmus. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ich gehe jetzt meine Freundinnen treffen.